Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade im wunderschönen Moldawien, denn für uns geht's die nächsten Tage auf eine Sowjettour. Boah, das war Adrenalin pur. Boah, ich hab Angst. Voll Scheiße. Leute, das ist der absolute Jackpot. Wir wollen euch einen Einblick in diese Zeit geben und haben uns deshalb ein paar ganz besondere Destinationen rausgesucht. Starten werden wir die Reise mit einem richtigen Sowjetjuwel, und zwar einem Ort, den die meisten von euch noch nie gehört haben, und zwar Transnistrien. Transnistrien ist ein eigener Staat, der aber international nicht anerkannt ist. Er hat aber seine eigene Währung, seine eigene Regierung und ist komplett abgegrenzt von Moldawien. Das Ding ist wie eine Zeitkapsel aus der Sowjetzeit. Dort sieht wirklich noch alles aus wie damals. Wir haben da ein paar richtig besondere Orte, die wir besuchen wollen. Ich verrate euch aber noch nicht so viel. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lang. In dem Sinne, los geht's. So Leute, wir sind jetzt mittlerweile schon unmittelbar vor der Grenze, also nur noch wenige Minuten, bis wir dann beim eigentlichen Grenzübergang nach Transnistrien sind. Und ja, wir sind auf jeden Fall leicht nervös. Wir haben ein paar Stories gehört, dass die das sehr genau sind und wirklich alles kontrollieren. Ja, wir haben zwar nichts zu verbergen, aber trotzdem, das fühlt sich schon seltsam an, wenn man in ein Land fährt, wo überall russische Friedenstruppen sind. Ja, das ist auf jeden Fall speziell. Es geht jetzt auf jeden Fall direkt rein in den Grenzübergang. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja sogar irgendwas filmen. Ich hoffe nur, wir landen nicht im Gulag. Ja, Daumen drücken, dass wir da jetzt problemlos reinkommen. Ein Panzer. Leute, wir stehen im Stau. Es scheint so, als würden die Leute hier kontrollieren. Ja, vor allem diese Panzer, da haben mich komplett verunsichert. Und überall die Kommandoposten. Da habe ich schon Schiss bekommen. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Probleme. Алло. Hello. Где дрон? Давайте, есть? Есть. Дрон есть опять? Нельзя с дроном. Ты жил уже? Да. Ja, die schauen sich alles an. Можете оставить дрон, выехать на этом автомобиле, но должна быть профессия, соответствует печатями. Drone here, and when we leave, we will take drone. Was war das jetzt? Also das ging komplett nach hinten los. Wir sind da in die Grenze reingefahren. Ja, und die haben uns dann kontrolliert, haben den Kofferraum aufgemacht und haben dann direkt die Drohne gesehen, die verboten ist hier anscheinend. Ja, und dann gab es auch noch ein Problem im Mietauto. Wir haben nämlich, wie es aussieht, nicht die richtige Versicherung, um nach Transnistrien zu fahren, obwohl wir das extra beim Mieten von dem Auto nachgefragt haben. Jetzt haben wir da hin und her telefoniert mit dem Vermieter. Der versucht das jetzt irgendwie zu lösen. Wir sind jetzt nochmal von der Grenze weg, weil mit Drohne können wir auf jeden Fall nicht passieren. Und die wird jetzt schön im Waldstück versteckt. Ja, wir haben das jetzt so gelöst, dass wir gesagt haben, wir kommen ohne Drohne wieder und dann können wir vielleicht durch. Jetzt kurz zeitlich rangefahren. Ja. Drohne in provisorisches Plastiksackerl, was wir gerade am Weg gefunden haben, rein. Und jetzt schön in die Büsche damit und hoffen, wir erinnern uns noch, wo das Ding liegt. Ja, hoffentlich geht das nicht kaputt und hoffentlich wird es nicht gestohlen. Also 3 Tage wird das Baby jetzt hier im Busch liegen. Na gut. Und hoffentlich finden wir es wieder. Wir haben gerade erfahren, dass wir die richtigen Dokumente haben. Also das hat unser Rental Service gesagt. Und dass das nur ein Trick ist von denen, damit sie uns erpressen können und Geld von uns bekommen können. Also die wollen uns abzocken und deshalb geht es da nicht drüber. Ja, ja. Aber nicht mit uns. Runde 2 und jetzt wird aber attackiert. Komm, los geht's. Ja. Wir haben die richtige Versicherung fürs Fahrzeug, also wir dürfen nach Transnistrien fahren.
Okay. Coffee? Thank you. One more coffee. That's Wir haben es geschafft, wir sind wirklich in Transnistrien, Leute. In dem letzten Sowjetstaat, der gar kein Sowjetstaat ist. Also das waren ja wirklich ein paar Hindernisse am Weg. Das war wild. Wie lange waren wir da jetzt? Ich glaube 1-2 Stunden hat der ganze Prozess gedauert. 2 Anläufe und da mussten wir auch noch 2-mal das gute alte Kaffeegeld zahlen. Schön 20 € glaube ich umgerechnet haben wir da gelassen, aber wir haben uns gedacht, wir wollen ja jetzt nicht so viel herumtun. Der hat uns dann da echt kurz separiert und hat dann gesagt, ja, wir haben hier eigentlich nicht die richtige Versicherung, aber er drückt beide Augen zu. Ja, und ein Kaffee tut's auch und dann können wir rüber. Dann kurz mal ein kleiner Handwechsel und dann waren wir schon auf der anderen Seite. Also ihr seht, es ist hier auf jeden Fall schon etwas einschüchternd und wirkt auch nicht ganz so ungefährlich. Wir werden mal schauen, was morgen auf uns wartet. Jetzt auf jeden Fall mal schön ins Airbnb und dann sehen wir uns morgen, Leute. So, wir haben uns schön ausgeschlafen, befinden uns jetzt wirklich mitten im Zentrum von Transnistrien, von Tiraspol. Und es ist hier wirklich wie in einer sowjetischen Zeitkapsel. Der Kulturschock vom Allerfeinsten. Hinter uns direkt schon ein sowjetischer T-34 Panzer. Ist das wild. Überall Sowjetsymbole. Wir haben schon überall Statuen und Monumente von der Sowjetzeit gesehen. Also wirklich krass, was man hier einfach in der Stadt herumstehen sieht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal direkt die Stadt an und die Sowjetdenkmäler hier. Los geht's. Also das ist, glaube ich, wirklich die größte Lenin-Statue, die ich jemals gesehen habe. Überall sonst wäre das Ding wahrscheinlich gestürzt worden. Ja, der Gründer der Sowjetunion. Und hier im Hintergrund sieht man auch wirklich schon die transnistrische Flagge. Das ist die einzige Flagge, die tatsächlich Hammer und Sichel noch oben hat. Und daneben gleich die russische. Weil der Großteil der Bevölkerung ist hier wirklich pro-russisch. Also der Traum von den meisten hier wäre wirklich, dass sie ein Teil von Russland wären. Ist nie passiert. Anerkannt ist der Staat auch nicht. Also das ist schon eine sehr kuriose Situation. Hier nochmal schön das Wappen von Transnistrien und zwar in Farbe. Wieder mit Hammer und Sichel und dem roten Stern. Es ist schon wild. Ein Staat, der nicht anerkannt ist, aber trotzdem eine eigene Währung hat, eigenen Pass, also eigene Regierung. Da wurde wirklich alles probiert, aber hat nichts geholfen. Hat schon so einen Charme hier, oder? Ja, es sieht schon schön aus. Eindrucksvoll, die Innenstadt hier, muss man sagen. Aber es wirkt auch ein bisschen so, als wäre das nur der Schein, weil der Großteil der Bevölkerung verdient hier echt wenig. Also man hat hier wirklich beides. Auf der einen Seite sieht es wirklich schön aus, altertümlich, auf der anderen Seite auch ziemlich runtergekommen. Also wir waren da auch schon in Vierteln, die ganz anders ausgesehen haben. Und ja, die Leute verdienen hier auch im Durchschnitt im Jahr 2000 €. Also das ist wirklich nichts. Aber ja, es hat auf jeden Fall seinen Charme hier. Den ganzen Statuen und Monumenten. Ja. Und hier vor uns auch schon der bekannte Fluss Dniester, oder? Dniester? Ja, irgendwie sowas. Dniester. Die Donau der Sowjetunion. Und das Ding trennt hier wirklich Moldawien von Transnistrien. Also da drüben sollte eigentlich schon Moldawien sein. Das ganze Land geht in die Länge, 200 Kilometer, 20 Kilometer breit. Und in die Richtung ist dann auch schon direkt die ukrainische Grenze. Also wir sind hier eigentlich schon nah am Konfliktgebiet.
Und hier ein riesiges Kriegsdenkmal. Das bringt uns auch schon zum nächsten interessanten Fakt über Transnistrien. Es gab nämlich einen Krieg, den Transnistrienkrieg zwischen Moldawien und den pro-russischen Separatisten in diesem Gebiet. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wollte Moldawien sich dann mit Transnistrien zusammentun und wollte dann auch die russische Sprache hier als Amtssprache abschaffen. Das hat den Leuten hier ganz und gar nicht gefallen. Und dann kam es eben zu einem Krieg zwischen den pro-russischen Separatisten und der Armee von Moldau. Das war ein ziemlich kurzer, aber sehr blutiger Krieg. Und im Endeffekt kam es dann zu einem Waffenstillstand und es wurden hier eine Vielzahl von russischer Friedenstruppen stationiert, um diesen Waffenstillstand zwischen Moldawien und Transnistrien zu überwachen. Das ist quasi ein eingefrorener Konflikt, der wurde nie ganz gelöst, aber es herrscht auf jeden Fall Frieden. Hier ist auch ein Denkmal aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebiet hier war nämlich mal von den Deutschen besetzt und wurde dann von der Sowjetarmee zurückerobert. Es gab hier wirklich viele Kampfhandlungen und das bringt uns auch zu der Location, wo wir wirklich seit langem schon hinwollen. Und zwar gibt es hier ein unterirdisches Tunnelsystem, was angeblich über 100 Kilometer lang sein soll, wo auch Kampfhandlungen drinnen waren zwischen den deutschen und der sowjetischen Armee, wo sich Soldaten drin versteckt haben und wo womöglich noch Relikte drinnen liegen. Und ich würde sagen, da geht es jetzt direkt hin. In dem Sinne, bis gleich. Wir befinden uns jetzt hier direkt am Rand von Tiraspol am Fluss. Hier neben uns diese Felswand und man sieht da echt schon überall Eingänge in dieses Höhlensystem. Also hier war damals wirklich die Frontlinie, wo die Kämpfe waren. Und das sind eben Höhlensysteme, wo es zu Kampfhandlungen kam. Und da ist es auch schon das Symbol der Roten Armee, der Stern, und der ist wirklich noch von damals, die Farbe vielleicht nicht, aber das Symbol ist von den russischen Soldaten. Schau dir das an, Bro, da geht es wirklich direkt rein. Und hier soll es wirklich über 100 Kilometer oder so reinführen. Ob das wirklich so ist, bin ich gespannt. Wir werden heute auf jeden Fall versuchen, möglichst viel von dem Ding hier weg zu exploren. Wow. Und da geht es wirklich nach hinten. Also das gibt einem wirklich hier schon Temple Run Vibes. Man sieht hier auf jeden Fall, dass hier Gestein abgebaut wurde. Also das war davor wirklich ein Steinbruch. Und aus dem Gestein hier wurde großteils die Stadt Tiraspol gebaut, aber auch Odessa, was sich hier gleich in der Nähe befindet. Der wurde dann eben in den Kampfhandlungen als Bunker von der Sowjetarmee verwendet. Komm, gleich mal rein hier. Holy блядь. Um Holy zu bekommen, müsst ihr nicht den Babuschka die Treppe runterstoßen. Ihr könnt auch einfach in den Shop schauen. Da gibt es gerade das Holy Probierpaket mit Geschenkbox, perfekt zu verschenken. Oder wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ist jetzt genau die Zeit dafür. Außerdem gibt es gerade gute Weihnachtsgeschmäcker. Holy Milkshake Spekulatius und den Eistee Hibiskus vom letzten Jahr. Außerdem den Holy Baked Apple Boar. Einfach mal in den Shop schauen. Außerdem können alle Neukunden mit dem Code Roofless5 5 Euro auf den Einkauf sparen und alle Bestandskunden mit dem Code Roofless 10%. Einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung gehen und jetzt zurück in die Sowjettour. Oh, Alter. Oh, okay, da geht es jetzt in alle Richtungen. Also das System soll ja wirklich gigantisch sein. Schau dir das mal an, da sind direkt Schriften in Kyrillisch. Also die könnten echt noch voll damals sein. Keine Ahnung, was das heißt. 1949, ja. Also das ist Wild. nach dem Krieg. Hier wird wirklich das Gestein für die ganzen Städte hier im Umkreis abgebaut. Und das Wilde ist, es kann halt echt sein, dass wir hier vielleicht irgendwelche sowjetischen Relikte finden, weil das System so groß ist. Ich glaube, Es gibt auf jeden Fall Gerüchte darüber, dass da einige Waffen und sonstige Munitionsteile gefunden wurden. viele kommen hier auf jeden Fall nicht hin.
Ja. Der Eingang ist hier am Anfang jetzt schon fast komplett müllfrei. Also das ist ein gutes Zeichen. Auch keinerlei Graffitis. Da können wir heute wirklich die ganze Nacht entlang gehen, wenn Ja, das ja. 100 Kilometer weit ist. So weit ist es ja noch einfach. Bis jetzt nur gerade. Aber hier kommen wirklich laufend Abzweigungen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal tief rein in dieses System spazieren. Überall jetzt wirklich die Kammern, die hier links und rechts entlang gehen. Also ich verstehe, wenn man sich hier verlaufen kann. Man sieht auf jeden Fall nicht mal mehr den Eingang. Es ist hier, mach mal das Licht aus, stockfinster schon. Peter, wir müssen hier echt aufpassen, dass uns das Licht nicht ausgeht. Für den Anfang halten wir uns mal an die Richtung und gehen einfach nur gerade, Ja. damit wir uns hier nicht verirren. Alter Scholli. Man sieht hier wirklich die Schnitte, wie die hier die Blöcke, glaube ich, rausgenommen haben. Das ist hier komplett filetiert. Das gibt einem schon Pyramiden-Vibes. Schaut euch das mal an. Und es wird hier verzweigter. Teilweise auch schon eingebrochen. Bro, wir sollten uns irgendwelche Wegmarkierungen legen. Das wird hier wirklich arg verzweigt. Wo bist du? Fedor? Bro, ich bin eigentlich schon komplett lost. Wir werden uns hier sicherheitshalber jetzt noch mit dem Kompass orientieren. Der Ausgangsrichtung. Westen. Okay. Also Na ich gut. hoffe, dass dieser Handykompass auch funktioniert, ganz ohne Verbindung. Warte, sicherheitshalber vielleicht noch hier ein kleines Symbol. So, Passt. na gut. Ja, jetzt wird es wirklich kompliziert. Wir sind gerade am Ende vom geraden Wege und da gehen jetzt überall die Abzweigungen lang. Ich weiß nicht, ich glaube eigentlich können wir das vergessen. Ich glaube wir müssen gehen und dann gehen wir einfach mit der Himmelsrichtung wieder zurück. Komm, hier schön noch ein Pfeil. So ist der. Wir sind von da gekommen. Ja, stimmt. Ich hätte uns da wirklich schon wieder in den Exodus befördert. So, Ja, stimmt. schau dir das an. Da ist ein Stern. Der könnte echt noch von den Soldaten sein. Direkt der nächste Stern. 1949, also auch nach dem Krieg. Es wird religiös. Ich riech's förmlich. Ja. Die Reliktdichte steigt. Boah. Bro. Ist das wild. Krass, das sind aber noch Autoabdrücke. Ja, das ist eine richtige Bahn. Sollen wir zurück auf den Peter, Weg? das ist das pure Labyrinth. Ja. Also an der Stelle auf keinen Fall nachmachen. Man kann hier ganz leicht die Orientierung verlieren. Aber ja, wir haben alle Safety-Maßnahmen getroffen und gehen hier wirklich nur so weit, wie wir uns noch orientieren können. Ja, Bro, keine Ahnung. Also ich würde da nicht mal einen rausfinden. Ah, da liegt auch wieder irgendwas. Das ist zwar nur Metallschrott. Das könnte theoretisch von irgendwelchen Kriegsmaterialien sein. Ich hoffe echt, wir finden da noch was Erhaltenes. Überall Ringe von Fässern. Da ist ein Schuh. Der sieht doch alt aus. Aber auf jeden Fall nicht von einem Sowjetsoldaten. Vielleicht von Ja. der Geliebten. Vielleicht das letzte Überbleibsel der Sowjetromanze hier im Quarry Bunker. Ah, schau. Und da auch noch eine Keramikfassung. Boah, Bro, ich spür's, wir sind nah dran. Jetzt kommen mehr Sachen. Also jetzt wird's aber wild. Hier sind überall Ringe von Fässern. Lauter Glasbottiche. Keine Ahnung, was da drinnen war mal. Oh. Wieder mal ein kurzer Pfeil zur Erinnerung. Es wird gespenstisch. Alter. Die nächste Halle. Hinter so einem Loch müssten eigentlich die Relikte stecken. Absolut, komm, ich schieb dich gleich durch.
Autsch. Das ging auf die Schienbeine. Boah, das sieht noch mal geil aus mit der Mütze. Ja. Fedo. Okay. Na, nix, oder? Ein Filter, oder? Filter. Na gut. Mittlerweile wird es wirklich schwer mit der Orientierung. Wir sind extrem weit drin und ich weiß, wir sind recht viele Abbiegungen gerade gegangen. Ich weiß nicht 100%, wie wir zurückkommen. Bro, jetzt wird's anstrengend. Also Ja. wir sind da jetzt wirklich schon eine Stunde in eine Richtung gegangen, da kommt irgendwie nichts. Es schaut wirklich alles gleich aus. Am Anfang waren noch die meisten Sachen, die irgendwie an Militär und Sowjetunion erinnert haben. Jetzt Ja, jetzt kommt hier immer weniger. waren wir da nicht schon mal. Bro, ich glaube ganz und gar nicht. Die Die Halluzinationen setzen ein. Ja, Okay, also ich glaube, das ist ein Zeichen. Lang würde ich hier, glaube ich, nicht mehr lang gehen. Aber schau, wir waren genau bei sowas schon. Ja, aber das habe ich x-mal schon gesehen am Weg. Es ist echt schon leicht beängstigend. Bro, das sieht alles gleich aus. Also. Das kriege ich aber auch schon langsam. Ja, ich habe keine Ahnung, wo unser Weg war. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach den großen Wegen entlang Ja, wir müssen zurück wieder. in Richtung der Himmelsrichtung und schauen, ob wir rausfinden. Okay, Leute, wir werden jetzt den Rücktritt wieder antreten. Das ist zu verwirrend. Boah, Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass das wirklich ein riesiges System ist. okay. Also dir kommt da wirklich alles bekannt vor, oder? Kommt dir das nicht bekannt vor? Absolut nicht, Bro. Ich finde, das sieht ident aus. Ja. Das sieht wie jede Stelle hier aus. Hier ist aber auf jeden Fall jetzt mehr Müll. Ja, und es wird kühler. Ja, und der Weg sieht hier auch aus, als wären da Autos gefahren. Wir werden dem jetzt einfach mal folgen. Es sind nämlich auch überall Pfeile, die in die Richtung zeigen. Hoffen wir mal, das ist richtig. Ich Ja, schau glaube, mal. das heißt Ausgang. Die zeigt jetzt aber in die Richtung hier. Ja, aber ich würde den großen Weg folgen. Ja. Okay, es ist jetzt, wir halten uns doch nicht mehr an die Pfeile. Da könnte man, glaube ich, eine Woche lang drin verbringen Ja. und man wird noch immer nicht alles sehen. Schau mal, da ist jetzt aber echt Okay, Halligalli. da muss es irgendwo sein. Okay, hier wird es jetzt aber wirklich kühl. Ich spüre richtig die Kälte auf den Ohren. Das ist ein geiles Gefühl. Oh Da ja, hinten ist es. Peter, da ist ein Ausgang. Yes. Aber das sieht nicht wie unser Ausgang aus. Bro, das ist ganz warm, das ist nicht unser Eingang. Der ist riesig, der Eingang hier. Okay, Hauptsache draußen. Wir haben uns wirklich verlaufen. Boah. Also das ist nicht unser Eingang. Schaut euch das mal an. Kein Stern, es fühlt sich Hauptsache wirklich gut draußen. an, an der frischen Luft Ja. zu sein. nichts gefunden. Keine Sowjetdelikte. Wir waren jetzt nicht ganz hinten einfach, weil das einfach schon so beunruhigend war. Aber hier sind eindeutig Autospuren. Bro, wir könnten einen Zweitversuch starten und jetzt mit dem Auto reinbrettern. Das wäre um einiges angenehmer. Ja, komm. Ich würde sagen, wir suchen die Karre und dann wird hier mit 180 reingebrettert. Ja, so leicht gehen wir uns nicht geschlagen. Da müssen irgendwo Relikte liegen. So, wir sind im Schlitten. Der Eingang ist anvisiert. Schön jetzt da reinbrettern und hoffen, wir kommen bis zum Ende und da wartet irgendwas Reliktöses auf uns. Jetzt aber mal Vollgas. Oi, oi, oi. Ja. Boah, das wäre der schlimmste Zeitpunkt für einen Platten, wenn wir da drinnen sind. Ja, wir sind drinnen. Also das ist wirklich ein Extremsbelastungstest für die Mietkarre. Ui, ui, ui. Wow, jetzt mal Vollgas hier. Es ist deutlich angenehmer auf jeden Fall Ja. als vorhin. Schön im Sitzen da entlang. Komm, den Berg nehmen wir auch noch mit. Wir können, na, Fede, da kommen wir vielleicht nicht mehr hoch. Okay, gibt es ein Problem hier, ein kleines Hindernis. Gut, schauen, ob das eh keine dumme Idee ist. Schwierig, Feder. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mich links halte, könnte schon Geht, oder? Ja, Ich lotse dich. Ja. Bis links. Genau, so, bleib so. Langsam. Ja, ja.
Und du bist unten. Yes. Und weiter geht's. Ich hoffe nur, dass wir da wieder hochkommen. Hoffe ich auch. Da vorne sehe ich aber irgendwas. Und da liegt Scheißhauspapier. Also da hat schon einer abgeschissen. Schau mal. Oder? Ja! Fedo, da ist ja eine Leiter. Das hat sich wirklich ausgezahlt, hier mit dem Schlitten noch rein zu cruisen. Wir sind an einer Stelle, wo wir vorhin nicht waren. Verdammt weit drinnen. Und jetzt schaut euch das an. Es kann sein, dass hier ein zweites Stockwerk ist. Boah, Fedo, da geht's komplett hoch. Ja? Alter Scholl, ich glaube, da geht's wieder an Deck. Da ist ein Gully oder so. Aber da kommt, schaut euch das mal an, das ist komplett verrostet und die Leitern hören da auch auf. Also das kann man eigentlich vergessen. Aber hier geht's wieder weiter. Da ist auf jeden Fall Schluss mit dem Auto. Aber ich würde sagen, wir exploren von hier jetzt gleich weg. Wir sind tief drinnen, jetzt bin ich wieder voller Hoffnung, dass wir da was finden. Schau, hier ist ein schwarzes Seil gespannt. Ich würde sagen, wir folgen dem einfach mal, nicht, dass wir das Auto hier auch noch verlieren. Ja, das dürfen wir auf keinen Fall jetzt verlieren. Okay, da geht das Seil wieder um die Ecke und zwar in die Ausgangsrichtung. Fedo, da drüben ist doch wieder der Ausgang. Ja, das geht Richtung Ausgang. Das kann aber sein, dass wir da schon am Ende waren dann. Es kann sein, dass wir da echt jetzt schon am hintersten Punkt sind, weil das Seil hier führt ja wieder hier zurück. Und drüben ging es jetzt auch nicht mehr weiter. Ja, Fedo, das wird das Ende sein. Ja, keine Relikte gefunden. Schade. Das gibt's doch nicht. Ja. Ei. Kann echt sein, dass hier großteils schon komplett ausgeräumt wurde. Das ist ja zugänglich. Schade. War trotzdem geil, weil man sich hier echt vorstellt, dass das die sowjetischen Soldaten hier als eine Art Bunker genutzt haben. Na gut, wir werden jetzt aber wieder zurück zum Auto gehen. Hier ist nichts mehr. Und schön wieder vorsichtig rauscruisen. Und Abflug im Rückwärtsgang. Und da ist die Steigung von vorhin. Hopp. Und wieder oben. Und da geht's wieder hinaus. Oh, schön. Geschafft. Ohne Platten überstanden. Na gut, kurzes Fazit. Wir haben das Sowjet-Tunnelsystem wegexplort, leider nicht die Funde gemacht, die wir erhofft haben, aber trotzdem wild. Also das ist schon ein Vibe da drinnen, vor allem wenn man sich das mit dem geschichtlichen Hintergrund alles vorstellt. Aber wir haben hier natürlich noch was im Petto. Es müssen hier noch Sowjetrelikte ran. Wir sehen uns bei einem ganz besonderen Ort, auch in Transnistrien. Bis morgen, Leute. So Leute, wir haben mittlerweile wieder einen neuen Tag. Mit den Relikten als gestern nicht ganz so hingehauen, aber dafür haben wir jetzt eine andere Location im Petto und da sieht es hoffentlich besser aus, und zwar eine originale sowjetische Schule. Also hier drinnen wurden wirklich die Werte der Sowjetunion vermittelt. Die Schule ist schon komplett verfallen, aber soll tatsächlich noch Relikte drinnen haben. Ja, die Geschichte ist ganz besonders. Die wurde nämlich hier geschlossen, nachdem im Lehrplan kein Kyrillisch mehr gelehrt wurde. Und ich hoffe, dass wir da reinkommen. Ich würde sagen, wir schauen direkt nach dem Eingang. Also das Ding wirkt echt schon komplett verfallen. Die ganzen Fenster hier eingeschlagen, aber unten noch verbarrikadiert. Das heißt, es kann schon noch sein, dass da was drinnen liegt. Und hier auch schon direkt der Haupteingang. Ist auf jeden Fall zu. Hier ist auch zugemauert. Also das schreit ja direkt da kurz aufs Dach zu gehen. Komm, da müssen wir hoch. Okay, Alter, ja. Ich kann nur ganz langsam. Geht. Oh, Feder. Vorsichtig. Ja. Die Leiter, Feder, wirkt arg sketchy, ich bin ehrlich. Ich würde innen auf jeden Fall klettern.
fuck. Oh, ja. Was zur Hölle. Leute, das war mit Abstand die ekelhafteste Leiter, die ich jemals aufgeklettert bin. Boah, war das sketchy. Nichts gegen Sowjetqualität, aber das Ding ist ja mal wirklich auf MacGyver zusammengebaut. War sketchy, aber die ist stabil. Aber Leute, ich bin jetzt aus Panik so schnell hochgeklettert, dass ich ganz vergessen habe, dass der Fedor ja auch noch hoch muss. Hat sich da jetzt schnell so ein Konstrukt gebaut und damit soll es auch gehen. Weil die Leiter ist so sketchy, ich will da ungern nochmal runterklettern. Komm rüber mit dir schnell. Das war schwierig. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da schnell hinter das Ding, weil hier kann es echt jeder sehen. Ja. Da könnte es schon irgendwo reingehen. Genau, das ist nur ein Maschinenraum. Okay, Jackpot. Da geht's rein. Fedor, da geht's rein. Oh, Hat sich der Klein wenigstens ausgezahlt. oh, ja. Fedor, da liegen schon Dokumente, aber das Ding sieht verwüstet aus. Schau dir das an. Und da geht's direkt los. Das sind hier wirklich Einschusslöcher. Überall, und das sind stille Zeitzeugen vom Transnistrienkrieg. Also im Internet habe ich auf jeden Fall nachgelesen, dass das Ding mal beschossen wurde. Das sind eindeutig Einschusslöcher. Das Ding sieht zwar wirklich schon ziemlich auseinandergenommen aus, aber es liegen hier auf jeden Fall Dokumente rum. Also ich kann mir vorstellen irgendwo, dass wir hier noch erhaltene Sachen finden. Ich hoffe es mal. Ja. Alter Schwede. Okay, Bro, da gibt's noch Sachen. Es sieht wie ein richtiges sowjetisches Das Klassenzimmer aus. ist ein komplettes Klassenzimmer. Alter Schwede, das sind auch Tafel, überall Lehrutensilien. Was zur Hölle? Schau dir das mal an. Das sieht aus wie Chemie oder vielleicht Biologie. Vögel. Da irgendwelche Embryos von verschiedenen Tieren. Bro, das ist wild. Da stehen sogar noch die ganzen Sachen auf der Tafel, die Formeln und Gleichungen. Physik oder so, ich weiß nicht, was das war. Schau mal, das funktioniert noch. Boah, Ja. Der Doppler-Effekt. Doppler-Effekt, heißt das? Ja, Ah, glaube ich zumindest. Das sieht wirklich nach Sowjetschule aus hier. Sogar noch ein Piano. Eine Rakete. Wie aus dem Airbags Bilderbuch. Oh, es sind noch Kriegsdinger. Oh ja, das ist militärisch. Das ist eine Atombombe. Atombombe, oder? Und wie sich das Atompilz. verteilt. Der Radius. Das ist aber krass, dass das hier rumliegt. Macket. Schaut sich das mal an. Macket, soweit wir wissen, heißt Test oder sowas. Das ist ein Modell. Wie man Das ist eine ein Waffe Gun-Modell. verwendet. Ja, schau mal, das ist der Lauf. Hier das Projektil und da der Abzug. Sieht man ganz genau, wie das innen funktioniert. Also das ist schon krank, dass man hier in der Schule solche kriegsrelevanten Sachen auch beigebracht bekommen hat. Alter Schwede, das ist aber jetzt der Oberhammer. Da wird es jetzt aber richtig militärisch. Da schon die Rakete und irgendwelche Officers, die salutieren. Und die Plakate, die sind wirklich ähnlich wie zu denen, die wir im Bunker gefunden haben. Schon. Schau dir das an. Also es ist wild, dass das in der Schule hier rumhängt. Ja, es ist schon ungewöhnlich. Also wie gesagt, das ist keine Militärschule. Der Stil von den Dingen ist aber wirklich geil. Ja, es sieht aus wie so ein Untergangscomic. Ja, die verschiedenen Arten von Schutzkleidung. Hier, wie man zu marschieren hat.
Da wurde man echt auf den Kalten Krieg vorbereitet. Na gut, wir schauen mal ins untere Stockwerk. Okay, auch wieder Nachtareiräume. Bro, Deutschunterricht. Schau dir das an. Ah ja? Der Arbeiter, der Deutsche, der Apfel, der Sportler. Was zur Hölle? Das kleine Mädchen. Die kleinen Kinder. Der Bundesrepublik Deutschland. Krass. Okay, das ist jetzt wirklich der letzte Stock. Das ist ja echt groß, das ist komplett zerstört. Ist nicht mehr viel. Oh, was zur Hölle? Bro, das Arztzimmer. Boah, alter Schwede, der ist... Echt Leder, okay. nicht mehr ganz so top. Boah, ich habe Angst, dass das zusammenbricht. Das ist gut möglich. Okay. Oh. Komm, entspann den Nacken, weil sie vertraust du der Sowjet. Boah, weiß ich nicht. Ah, lieber angespannt bleiben. So, Herr Baschand. Sie haben einen üblen Fall von Karies. Schau Leute, wir sind hier jetzt gerade noch in den Keller runter und haben wirklich den absoluten Oberhammer entdeckt. Schaut euch das bitte mal an. Das könnte so eine Art Bunkerraum sein, so eine Art Schutzraum sein. Und da liegt wirklich noch Zeugs. Hammer und Sichel. Eine rote Flagge aus der Sowjetzeit. Schaut euch das mal an, wie wild das aussieht. Das ist wirklich ein alter Bunker Schutzraum. für die Schüler hier. Aber das ist noch nicht alles. Hier geht's weiter. Ein Lenin, der hier schon zerbrochen ist. Hier sind überall irgendwelche Parolen und hier auch diese typische Bunkerbelüftung. Schau dir das an. Da ist sogar noch die Lenin-Flagge. Mit der Haube kann man sich das gut vorstellen. Ja. Boah. Okay, Genug da kommt der ganze Staub in die Luft. Und ja, hier schon das Ende. Klein, aber fein. Na gut. Boah, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich alles gesehen, das letzte Stockwerk. Es kann wieder rausgehen. Wir sehen uns draußen. So, wir sind wieder aus der sowjetischen Schule draußen. Also das war ja jetzt wirklich mal eine Zeitkapsel vom allerfeinsten Transnistrien. Hat richtig Bock gemacht. Also die Sachen, die wir hier gesehen haben, haben wir so noch nirgendwo erlebt. Schon geil. Wirklich verrückt, einzigartig wie das hier ist. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Sachen als nächstes geplant. Für uns geht es jetzt weiter nach Moldawien zu ein paar Bunkern. Auf jeden Fall dafür nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren. Und wir sehen uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge. So, wir sind zurück. Die Drohne ist noch da. Und trocken sogar, geil. Perfekt. Schön die Wetterbedingungen hier überlebt.